Aber ich denke, es geht noch was. Er ist ein Kämpfer, Stehargumente, wir schaffen dann. Heute ist es soweit, heute ist das Finale, das ist irgendwie schon ganz schön krass. Und ich freue mich extrem drauf. Wenn links ein bisschen länger die Seite steht, hätte er heute 90 Meter gewogen. Das wäre dann der Oberkracher gewesen. Ne? Ja, und hat mir dann da auch relativ schnell irgendwie ein Virus eingefangen. Ich spüre das auf jeden Fall immer noch. Er wirkt einfach unsicher. Was haben Sie mit auf den Weg gegeben? Könnte schwierig werden, aber ich werde auf jeden Fall alles versuchen. Ja, keine Ahnung, wo ich anfangen soll, oder das ist echt. Das waren die Weltmeisterschaften. Bin natürlich dann hochmotiviert und voller Vorfreude sind wir jetzt nach Miyazaki im Süden von Japan ins Trainingslager geflogen. Da waren wir 2021 auch schon. Wir sind angekommen, ich habe mich richtig gut gefühlt. Ja, die ersten beiden Tage auch wirklich gut trainiert, aber es war doch relativ viel mit der Hitze, mit dem Training, mit dem Flug. Ja, und habe mir dann da auch relativ schnell irgendwie ein Virus eingefangen. Konnte natürlich jetzt leider nicht mehr viel machen, also hatte schon echt Fieber über viele Tage. Das hat enorm viel Kraft gezogen und ja, das merke ich auch immer noch, jetzt so die ersten Tage, wo ich mich auch wieder besser fühle. Aber ich spüre das auf jeden Fall immer noch. Wir sind heute in Tokio angekommen, morgen ist Quali und dann geht's los. Schlafen wir schon mal wieder so mindestens 5-6 Stunden durchschlafen. Ja, ich glaube, das wird mir schon viel bringen, einfach mal lange gut zu schlafen und dann kriege ich das auch morgen hin. Heute ist der Tag der Qualifikation. Ich habe zum Glück echt gut geschlafen. Es war die erste längere, gute Nacht. Da bin ich auch sehr froh, fühle mich auch schon viel besser heute. Perfektes Timing. Heute ist die Qualifikation und jetzt kommt auch so langsam die Aufregung. Habe mich aber auch nochmal gut vorbereitet, war nochmal bei der Physiotherapie, habe mich nochmal ein bisschen durchbewegen lassen. Fühle mich körperlich auf jeden Fall wirklich gut. Wir waren jetzt hier gerade nochmal klimatisiert da drin. Ist ja schon ganz schön heiß, damit wir hier nicht zu lange draußen rumlaufen. Da drin so das erste Warm-up gemacht, nochmal ein bisschen entspannt, nochmal hingelegt. Ich glaube so in 25 Minuten, eine halbe Stunde habe ich noch und dann geht's los mit dem Shuttle ins Stadion. Und ich habe jetzt endlich einen Weg gefunden und halt meinen Anlauf sozusagen gefunden, wo ich sage, oh, der ist toll, der fühlt sich gut an und habe den auch mittlerweile sicher drin und das gibt mir auf jeden Fall ein gutes Gefühl und kann jetzt sagen, so nach 10 Jahren habe ich es endlich geschafft. So, und heute Morgen haben wir einen Schlachtplan gemacht mit den Ärzten, mit der Physiotherapie zusammen und haben dann versucht, ihn optimal hier noch vorzubereiten, in Anbetracht der Probleme, die er im Vorfeld hatte. Also er hatte bis Montag hat er noch Fieber gehabt, am Dienstag war noch leicht erhöhte Temperatur und dann sind wir losgeflogen und dann sind wir hier gelandet so, und es wurde eigentlich von Tag zu Tag besser. Für uns wäre es natürlich besser gewesen, am Sonntag wäre Wettkampf, aber man kann sich das nicht aussuchen. Ich denke, der erste Wurf war zum Reinkommen, so der zweite war technisch nicht die Meisterleistung, er ist links zu früh ausgewichen. Aber mit der Weite 87 Meter unter den Umständen das ist absolutes Top-Resultat. Wenn links ein bisschen länger die Seite steht, hätte er heute 90 Meter gewogen. Das wäre dann der Oberkracher gewesen. Da habe ich einfach nur drauf geknallt und dann habe gedacht,
einfach halt draufprügeln, dann bitte schon drüber gehen. War jetzt nicht schön, aber ja, für heute war das okay. Merkst du schon irgendwas, was wir brauchen physiomäßig? Oder sagst du, du brauchst gar keine Physio? Lass uns das mal später gucken. Die Quali ist geschafft, das Hauptziel ist erreicht, ich bin im Finale. Ja, ich bin echt mega happy, dass mein Körper so mitgemacht hat, dass es mir heute so viel besser ging und dass das jetzt auch gut geklappt hat. Ich hätte es gerne noch einfacher, noch besser gehabt. Aber ich meine, den Umständen entsprechend ja, habe ich mir da vielleicht auch zu viel vorgenommen und habe gedacht, dass das so einfach wäre, aber ist es auch nicht. Es ist was Besonderes, so eine WM-Quali. Man hat nur 3 Versuche und dann muss das sitzen, man ist dann ein bisschen aufgeregt. Wir sind jetzt hier beim Auftakt für das Finale der Weltmeisterschaften heute. Hört sich schon irgendwie komisch an, das so zu sagen. Ich fühle mich auch besser, denke ich. Die Nacht war zwar trotzdem nicht so gut, aber kenne ich auch nicht anders. War jetzt die ganze letzte Woche so, also komme ich auch irgendwie mit zurecht. Und ja, bewege mich jetzt hier noch ein bisschen, mache ein bisschen Spannung, gehe dann danach noch zur Physiotherapie und dann fühle ich mich auch hoffentlich wieder ein bisschen geschmeidiger. Und dann bin ich auch ready für heute Abend. Wir fahren jetzt los zum Aufwärmstadion. Machen dann unsere Imitation und ein paar lockere Würfe und Läufe und sowas noch. Und dann sind wir auch durch. Das wär auf jeden Fall ja, ein Traum oder das Ziel, das jetzt auch zum Abschluss der Saison, dieser wundervollen Saison, nochmal zu schaffen. Vielleicht sogar noch besser. Könnte schwierig werden, aber ich werde auf jeden Fall alles versuchen und bin, glaube ich, auch so gefestigt mittlerweile in dem Anlauf und in der Technik, dass ich das auch mit einer nicht perfekten Form abrufen kann. Und darauf hoffe ich auf jeden Fall. Aber ich bin auch optimistisch, dass das funktioniert. So, komm, auf geht's, bleib lang! Du hast wieder voll rumgerissen hier und stehst dann da und schmeißt ihn wieder um die Ecke. Du musst zubleiben und ein bisschen länger reinstemmen hier. Da reinarbeiten in den Dreierrhythmus. Versuch oben im Arm locker zu bleiben. Ja? Nicht nur draufpeitschen, unten Gas geben. Los jetzt, komm, auf! Ach du Scheiße. Was macht denn dein Fuß? Du standst wieder hier total kippe, ey. Jetzt setz doch mal gerade hin und geh einen Meter zurück. Oder lauf mal langsamer an. Das ist viel zu schnell, kannst du vorne gar nicht umsetzen. Und runterregeln. Ja, bisschen. Setz dich da in Ruhe hin, konzentrier dich, geh noch mal die Technik durch, dass du da vorne entspannter ankommst. Das ist alles so gerupft hier, ja? Locker. Ja? Er wirkt einfach unsicher. Was haben Sie ihm mit auf den Weg gegeben jetzt? Er soll sich ein bisschen entspannt hinsetzen, nicht mehr wie so ein Wiesel hin und her sausen und allen anderen zugucken, sondern sich auf sich fokussieren.
Ja, und dann versuchen wir die Beine mitzunehmen. Ja. Also das ist nur Armwerfen und da kann man halt nicht weit werfen. Da können wir 85 Meter weit raus, das reicht aber heute nicht. Also mit 88 sieht das Tableau dann ein bisschen anders aus. Das habe ich ihm mit auf den Weg gegeben, konnte er nicht umsetzen, weil er wieder international in die Linie rein. Ne. Komm jetzt, auf geht's! Los jetzt, komm! Sitz mal richtig rein hier, ein bisschen mehr. Du brauchst mehr Widerlage an der Hüfte. Ja, der ist zu klein. So, er kann auch nicht zaubern, ja, wenn du halt krank bist du krank. Ja. Aber ich denke, es geht noch was. Er ist ein Kämpfer, steh auf Mensch und wir schaffen das. Würde man sagen, wenn es jetzt das erste Mal wäre, Ja. wäre es irgendwie okay, dann passiert sowas mal. Jetzt hat er aber nicht mehr viele Chancen, haben Sie mir gestern im Interview gesagt. Das ist ja das Bittere an der Geschichte. Ja, wenn er bis Los Angeles weitermachen kann, sein Körper das mitmacht, so, dann könnte er nochmal dort antreten, aber das sind ähnliche Kaliber dann immer noch zugange. Dieses Jahr alles so eine Altersklasse, teilweise jünger. So, das Problem ist, er hat halt immer irgendwas in der Vorbereitung. Ja? Egal auf welchen internationalen Höhepunkt wir uns im Großen vorbereiten, da kommt immer was da quer. Diesmal war es ein Infekt, in Budapest war es der Rücken. So, und beim Olympischen Spielen in Paris war es 10 Minuten bevor der erste Wurf losging, sein Adduktor, den hat er vorher schon gehabt, mit ins Trainingslager gebracht. Also er hat immer Wehwehchen. Die anderen haben sicherlich auch Wehwehchen, weil Julius Jego ist heute auch ausgestiegen mit Adduktorenproblemen, aber das soll keine Entschuldigung sein. Er war nicht fit. Wir waren halt froh, dass wir ihn gestern in der Quali aufgestellt haben. 2 Wettkämpfe hintereinander war sicherlich in dem Moment zu viel. Echt krass, wenn man überlegt, wie gut die Saison war und wie lange und hart ich darauf hingearbeitet habe. Und dann fühlt man sich so schlecht wie noch gar nicht in der Saison. Es hat mich doch wahrscheinlich mehr rausgehauen, als ich gehofft habe. Habe trotzdem irgendwie gedacht, dass ich eigentlich ja so gut drauf bin und dass die Technik sitzt und dass das Mentale sitzt und dass ich eigentlich weiß, okay, ich muss einfach nur irgendwie das machen, was ich sonst auch mache und dann läuft das schon irgendwie. Aber ich habe das wohl ein bisschen unterschätzt. Also ich habe alles gegeben, alles versucht, aber es war dann einfach zu viel und es war mir leider nicht möglich, das so zu machen, wie ich das gerne gehabt hätte.